Hallo zusammen, das ist der erste Schmetterling, den wir gemeinsam applizieren möchten. Habt ihr Lust mitzumachen? Dann schnappt euch eure Mini-Stoffreste, ein bisschen Flisofix und wir legen gemeinsam los. Herzlich willkommen bei Needle Engine. Mein Name ist Elke, schön, dass ihr dabei seid. Wir starten mit unserem Sandwich. Ich habe auf mein Sandwich bereits Dahlienblüten gequiltet. Die möchte ich gerne als Grundlage haben. Hier möchte ich meine Schmetterlinge ansetzen. Wenn ihr mit dem gleichen Block starten möchtet, findet ihr hier das Video, in dem wir gemeinsam die Dahlienblüten quilten können. Was wir dann brauchen, ist unser Schmetterling. Wir haben hier einmal unseren Schmetterling. Direkt daneben haben wir unsere Quiltschablone. Hier haben wir unser zerlegtes Schnittmuster und als letztes haben wir unseren Schmetterling noch einmal zusammengesetzt und jedes einzelne Element, jedes Schnittmuster noch einmal markiert. Unseren Schmetterling möchten wir aus Stoffresten arbeiten. Meine Stoffreste habe ich schon in passenden Farben auf mein Flisofix gebügelt. Dazu findet ihr auch hier ein extra Video. Ich brauche mir nun nur noch eine Farbkarte aussuchen, mit der ich gerne arbeiten möchte. Als nächstes schneiden wir unsere einzelnen Schnittmuster aus. Wenn wir mögen, können wir dieses Schnittmuster auf Schmirgelpapier setzen. Dazu findet ihr hier ein Video. Die Schablone ist dann ein bisschen haltbarer und wenn wir die einzelnen Stoffstücke ausschneiden, haftet die Schablone auf unserem Stoff. Wir schneiden jedes einzelne Schnittmusterteil aus. Wir übertragen jedes einzelne Schnittmusterelement auf unseren Stoff und wir schneiden jedes Stück ohne Nahtzugabe aus. So schaut das Ganze nun schon einmal aus. Wenn wir uns unsere einzelnen Schnittmusterelemente anschauen, dann haben wir hier unser Schnittmuster und ihr findet nochmal gestrichelte Linien mit einzelnen Nummern. Dieser Flügel ist unser Schnittmuster Nummer 4, das später bei unserem Schmetterling an dieser Stelle untergebracht sein wird. Diese gestrichelte Linie mit der 5 gibt die Position von unserem Schnittteil Nummer 5 an, das wir dann genau hineinlegen können. Die nächste gestrichelte Linie zeigt uns die Position von dem 6. Schnittteil an und so arbeiten wir uns durch den ganzen Schmetterling. Nummer 9 ist mein Körper und die Frage ist nun, wo möchte ich meinen Schmetterling denn nun hinsetzen? Da nehme ich mal Nummer 9. Ich möchte ihn hier oben an diese Blüte setzen, so als will er gerade wegfliegen. Das finde ich ganz attraktiv, auch von der Vorstellung. Das heißt, meine Nummer 9 setze ich einmal hier an. An meine Nummer 9 kommt dieses Flügelelement Nummer 7. Ich nehme Nummer 7 und lege das einmal dazu. Und wenn ich jetzt die Position von Nummer 7 festlege, dann liegt die ein ganzes Stück über Nummer 9. Wir möchten unsere Schnittmusterelemente nicht genau ansetzen, weil das wird nie hundertprozentig passen. Dann ist die Gefahr, dass wir immer ein bisschen von unserem Untergrundstoff haben, sehr groß. Wir möchten sie entweder ein bisschen auflegen oder ein bisschen unterschieben. Das heißt, wir dürfen unsere Stoffe bis jetzt noch nicht ganz fest aufbügeln. Wir möchten unsere Stoffe nur ein bisschen fixieren. Wir nehmen von unserem Körper einmal die Unterseite ab. Das heißt, ich fixiere den nur, ich bügele den nicht komplett fest, sondern ich nehme mir nur eben mein Bügeleisen und touche ihn nun mal einmal mit der Spitze auf. Mein Bügeleisen habe ich auf höchste Stufe gestellt, auf Nummer 3. Dann geht das ganz schnell, ihr braucht das nur ganz kurz aufhalten. Wenn ich nun hier auf mein Schnittmuster schaue, sehe ich, dass ich als nächstes, ich schiebe das mal so ein bisschen höher, so, die Nummer 7 hier an den Körper anlegen möchte. Also nehmen wir Schnittteil Nummer 7 und legen ein bisschen die Position fest. Wie weit geht das? Das sitzt in etwa hier. Hier gefällt mir das. Also nehme ich wieder mein Papier von der Rückseite ab, lege das Ganze hin, wie mir das gut gefällt. Ich kann immer ein bisschen mich orientieren an meiner Vorlage. Und wir halten nur eben unser Bügeleisen auf. So.
Auf unseren seitlichen Flügel kommt nun Nummer 8. Wir nehmen das Schnittmusterteil Nummer 8 und legen das auf unser schon angesetztes Schnittmuster. Halten eben einmal die Spitze drauf. So, weiter geht es mit Schnittteil Nummer 4. Das soll genau hier anliegen. Und da ist jetzt die Frage, möchten wir das aufschieben oder unterschieben? Ich würde es aufschieben, also nehme ich mir jetzt meine Nummer 4. Das Papier ist abgezogen und wir setzen das Ganze einmal an. So finde ich das gut. Einmal die Spitze vom Bügeleisen. Auf mein Schnittteil Nummer 4 kommt nur Nummer 5. Die Position ist eingezeichnet, ich brauche das nur übernehmen. Und Nummer 6 ist auch eingezeichnet. Dann schließt hier die Nummer 1 an. Etwa so. Möchten wir sie auflegen oder unterschieben? Ich glaube, das möchte ich gerne unterschieben. Auch unter den Körper. Das liegt dann so. Ihr könnt das auch direkt festkleben. Ich mag das nicht so sehr direkt festkleben. Ich habe lieber die Möglichkeit, nochmal Änderungen vorzunehmen. Das möchte ich dann auch drunter schieben. Und was uns jetzt noch fehlt, ist die Nummer 2. Die setzen wir hier an. Wir können das hier noch ein bisschen verschieben. Jetzt können wir alles nochmal ein bisschen genauer positionieren. So fände ich das jetzt hier schöner. Hier habe ich das schon ziemlich fest aufgesetzt. Das löse ich nochmal, denn ich möchte das noch ein bisschen versetzen. Und der Rest, der gefällt mir. So bügele ich meinen Schmetterling nun fest. Ihr schaut, wie ihr das bei euch haben möchtet, wie ihr ihn platzieren möchtet, wie er auf eurem Block gut wirkt. Und nun schauen wir, dass wir nichts mehr verschieben, sondern einfach nur unser Bügeleisen aufsetzen. Sollte sich da noch was verschieben, ist das auch nicht schlimm. Solange das heiß ist, könnt ihr das immer noch lösen. Wir haben alle Schnittmusterelemente übertragen und die Grundlage von unserem Schmetterling haben wir nun schon einmal auf unseren Quilt gesetzt. Mit dem Ergebnis gehen wir nun an die Nähmaschine. Wir sehen uns gleich an der Nähmaschine wieder. Wir haben unseren Schmetterling aufgebügelt und bevor wir ihn quilten möchten wir einmal unsere Quiltschablone vorbereiten. Dazu nehmen wir die aufgezeichnete Quiltschablone und ein Stück Folie. Wir legen die Folie über unsere Schablone und nehmen einen Permanentmarker. Solltet ihr Angst haben, was mache ich, wenn ich mich vermale oder verzeichne, das ist gar kein Problem. Der Permanentmarker hat am Ende so eine Art Radiergummi. Damit könnt ihr die Striche dann auch wieder entfernen. Und wir zeichnen unseren Schmetterling einmal ab. Wir fahren einfach jede Linie nach. So sollte das Ganze nun aussehen. An unserer Schablone nähen wir nun einmal alle inneren Bögen mit einer 100er Nadel und ohne Faden an der Nähmaschine ab. Das heißt, wir perforieren unsere inneren Bögen. Unsere Maschine ist vorbereitet. Alle Fäden sind entfernt, die 100er Nadel ist eingespannt. Ich habe das Echofüßchen eingesetzt. Ihr wählt das Füßchen, mit dem ihr gerne arbeitet. Ich mag das Echofüßchen da am liebsten, weil ich hier diese Hilfslinien ein bisschen nutzen kann, um die Striche, die ich nacharbeiten möchte, einfach über die Hilfslinie laufen zu lassen. Unsere Stichlänge steht auf 0, unser Transportfüßchen ist versenkt und wir nähen einmal nur diese inneren Linien lang. Die möchten wir perforieren. Die äußeren Linien bleiben einfach nur gezeichnet. Lasst die Nadel hoch stehen, dann könnt ihr das einfach immer verschieben. Diese Linie, die perforieren wir nicht, denn die gehört zu dem oberen Flügel, die grenzt den oberen Flügel ab. So schaut das Ganze nun aus. Unsere fertige Quiltschablone legen wir nun zuerst einmal zur Seite und wir spannen an unserer Maschine Ober- und Unterfaden ein
und wechseln die Nadel auf eine 70er oder 80er Nadel. Wir haben unseren Schmetterling aufgebügelt, unsere Quiltschablone vorbereitet und nun können wir starten. Wir möchten einmal die äußeren Linien mit einem kleinen Zickzackstich umnähen. Dabei sparen wir diese Außenkanten auf. Diese 3 Außenkanten lassen wir noch ungequiltet. Ich beginne hier in dem oberen Schmetterlingsflügel. Wir holen den Unterfaden hoch und nähen 3-mal auf der Stelle. 1, 2, 3. Unsere Nadel bleibt beim Zickzack-Quilten oben. Wir versenken sie nicht im Stoff, wir würden sie verbiegen, wenn wir unseren Zickzackstich umstellen. Unsere Stichlänge steht auf 0, unser Transportfüßchen ist versenkt. Ein ausführliches Video zum Nahtanfang und Nahtende von Quiltnähten findet ihr hier in etwa eingeblendet. Alles ist vorbereitet, wir stellen den Zickzackstich ein auf eine schmale Breite und wir legen los. Wir quilten einmal unsere lange Bahn nach unten. Und wir quilten um unser aufgesetztes Mittelstück von dem Flügel. Bis in die Spitze und zurück. Und wir quilten um diese aufgesetzte Mitte. Ihr könnt hier eure Nadel versenkt halten, solange ihr nicht vom Zickzack wieder zum Geradstich wechselt. Versucht das Ganze lebendig wirken zu lassen, also ärgert euch nicht, wenn ihr irgendwo einen Fehler einbaut. Lasst den Fehler mal einfach drin. Von innen haben wir unseren Schmetterling einmal umquiltet. Nun kommen noch die Außenkanten. Dazu möchte ich einen anderen Faden wählen. Um den Körper und um diese äußeren Linien möchte ich gerne mit einem dunkleren Faden quilten. Das heißt, ich habe mir hier einen dunkleren Faden in die Maschine eingezogen und ich starte in dieser unteren Ecke. Dann habe ich eine lange Linie und eine zweite kurze Linie, die ich quilten kann. Und wir fangen an. Was unserem Schmetterling nun noch fehlt, ist die Zeichnung auf den einzelnen Flügeln, die Fühler und unsere Beine. Wir haben unseren vorbereiteten Schmetterling, wir haben unsere vorbereitete Schablone und wir legen unsere Schablone einmal so genau wie möglich über unseren Schmetterling. Das passt nicht wirklich, weil sich das Ganze beim Quilten verschiebt, beim Aufbügeln verschiebt. Es ist ein ungefähres Maß, das reicht uns völlig. So sieht das Ganze ganz gut aus. Und diese Schablone, die tupfe ich nun einmal mit einem mit Schneiderkreide gefüllten Kissen ab. Das kann man selber machen, das kann man fertig bekommen. Da muss man schauen, was man gerne mag. Ihr könnt das Ganze auch nachzeichnen. Ich warte ein bisschen, bis sich der Staub wieder legt. Nehme das Ganze mal vorsichtig herunter. Jetzt sieht man das auf meinem Weiß nicht ganz so gut, sodass ich mal eben die Linien, die ich hier jetzt getupft habe, noch einmal nachziehe. Ich fahre jetzt einfach die Punkte, die mir die Kreide gegeben hat, nach. Ein bisschen weniger, ich finde das hier gerade weniger schöner.
Diese Linien möchten wir nun mit einem Geradstich nachquilten. Wir können gucken, dass unsere Füßchen schon so ein bisschen zur Blume kommen. Jetzt kann man es gut sehen und seht ihr die ganzen Linien. Ihr seht einmal die Punkte, die mir diese Schneiderkreide gegeben hat, und ihr seht meine nachgezogenen Linien. Auf einem weiß-gold gepunkteten Untergrund sind natürlich weiße Schneiderkreidepunkte nicht ganz so gut zu sehen, aber das Bild reicht dann immer noch, um das noch einmal nachzuzeichnen. Ihr könnt das auch frei zeichnen, ihr habt da alle Möglichkeiten. Ich habe meine Maschine nun wieder auf einen Geradstich eingestellt und ich habe eine dritte Farbe gewählt. So ein etwas meliertes Garn, das sich ein ganz kleines bisschen abhebt und das mir die Maserung eher plastisch als so super sichtbar herausarbeitet. Wir wandern zickzack zum ersten Streifen, wählen den Geradstich, nähen unseren ersten Streifen rauf und wieder runter mit einem Geradstich. Holen die Nadel wieder hoch, senken sie auf Zickzack eingestellt ab und quilten ein Stück weiter. Holen die Nadel hoch, stellen einen Geradstich ein, senken sie ab, drehen und nähen wieder hoch. Wir bleiben mit der Nadel im Stoff, denn wir behalten den Geradstich und wir nähen 3 Linien oder 5 oder wie auch immer wir das für uns eingezeichnet haben, Linien gerade an. Was jetzt noch fehlt, sind unsere Füße. Die möchte ich jetzt aber nicht so leuchtend haben, die möchte ich wieder in dem dunklen Farbton haben. Das heißt, ich tausche noch einmal das Garn. Abschließend quilten wir nur noch unsere Fühler und unsere Füßchen und wir quilten einmal diese nachgezeichnete Linie nach. Der zweite Fühler. Fäden zur Seite. Wir wandern mit Zickzack bis zu unseren Beinchen, das heißt, wir heben die Nadel und stellen wieder Zickzack ein. Bis zu unseren Beinchen, Nadel hoch, Geradstich, Nadel tief. Und weiter geht's. Ein Beinchen. Zweite Beinchen. Das dritte Beinchen ist etwas weiter hinten. Wir heben also wieder die Nadel, stellen auf Zickzack und wandern zum zweiten Beinchen. Nadel tief und los geht's. Nadel hoch, Geradstich. Nähen ein paar Mal auf der Stelle und wir heben unseren Faden ein letztes Mal hoch. Voilà! Ich hoffe, ihr mögt unseren kleinen Schmetterling an der Dahlie und vielleicht gebt ihr dem Ganzen eine Chance und quiltet das einmal nach. Es ist viel leichter, als ihr glaubt. Ich wünsche euch eine gute Woche, bleibt gesund und glücklich und denkt daran, was immer auch passiert, einfach weiter nähen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!